Wie kann ich zügig kahle Bäume skizzieren, ohne mich in all den Astdetails zu verlieren? Ich habe 5 Punkte gefunden, auf die ich achte, und in diesem Video zeige ich sie anhand von 3 verschiedenen Laubbäumen. Eigentlich wollte ich nur die 3 Bäume skizzieren, aber es kam dann doch irgendwie mehr dazu und ich hatte das Gefühl, oh, jetzt ist es zu viel und ich wollte die Skizze dann noch retten. Und in diesem Video ist die ganze Skizze in voller Länge drin, mit vielen Erklärungen, auch über die 5 Punkte hinaus und mit all den verwackelten Stellen. Ich habe hier 3 Beispiele. Da diesen Baum gleich neben dem Haus, diesen wahrscheinlich Apfelbaum und diese Birke, die ganz unterschiedlich gewachsen sind. Also ich achte zuerst mal auf die grobe Form, dazu kann ich auch die Augen zusammenkneifen. Die sind sehr unterschiedlich bei diesen Bäumen. Ich achte darauf, wie sie gewachsen sind. Bei diesem Baum ist es fast so wie ein Tanz. Die Birke, die geht so aufwärts und hängt nachher. Und dieser Baum dort hat eine ganz ausgeprägte Aufwärtsbewegung. Und wenn ich diese Bewegung auch in mir wahrnehme, dann überträgt sich das auf das Papier. Also sie wird dann auch spürbar in der Zeichnung. Der dritte Punkt ist nachher, wie sich der Stamm oder die Äste eben verdünnen gegen außen oder gleich bleiben und es gibt nur Stamm oder Ast oder Trieb von diesem Jahr. Und ein Faktor ist auch noch, wie sich die Äste als Fläche verteilen. Also bei diesem Baum da links ist die Fläche wie gleichmäßig gefüllt. Dort sind so verschiedene Ballungen, so Haufen von Ästen und leere, also durchsichtige Stellen, wo man durchsieht. Und bei der Birke gibt es auch dichtere und weniger dichte Stellen, aber nicht so ausgeprägt wie bei diesem Apfelbaum da. Also ich schaue zuerst mal, was mir auffällt bei den Bäumen. Ich gehe nicht streng nach diesen 5 Punkten, aber ich schaue, bevor ich zeichne. Und ich achte mich darauf, eben was besonders ist und auch wie die Dunkelheiten und die Flächen und die dichten Stellen verteilt sind. Ich möchte die alle auf diese Seite und mache da mal die Linie, wo die wachsen. Da für den Baum ganz links, der so dicht und nach oben wächst, mache ich mir ein paar Hilfslinien für den Stamm und die Form der Krone. Also ich mache mir das so in Form von Punkten, weil das verschmilzt nachher mit der Zeichnung. Dann fällt mir auf, dass bis ein bisschen innerhalb die Stämme oder Äste dicht sind und nachher werden sie dünner und gehen alle nach oben. Also bis hier, bis zu dieser Hilfslinie, zur inneren Hilfslinie, zeichne ich da mal diese Stämme, die da recht dick sind. Wahrscheinlich wurde dieser Baum in diesem Stadium da mal geschnitten oder wird öfters da geschnitten. Hier verberge ich noch meine Punkte. Und jetzt außen an diesem Bereich, da gehen viele feine Äste weg und die sind alle so aufwärts gerichtet.
Ich habe jetzt hier auch die Feder von meinem Füllfederhalter umgedreht. Du kannst auch zum Beispiel 2 verschieden dicke Feinliner nehmen oder mit einem sollte es auch gehen. Aber hier ist das Typische wirklich, da ganz links gehen sie noch etwas hinüber und die meisten Äste gehen da fast senkrecht hinauf. Ich zeichne nicht jeden Ast, aber jeden Ast, den ich zeichne, sehe ich auch da beim Baum. Also ich zeichne nach Beobachtung. Ich habe eine Methode, dass ich das mit diesem Kürzel, also zügiger machen kann, aber es ist genau beobachtet. Jetzt schaue ich nochmal, es ist ein bisschen plump hier dieser Übergang, also das gleiche ich noch etwas aus. Hier ist auch noch so ein ganz knorriger Ast so und da ist noch ein dickerer. Also hier sind wirklich die Stämme und Äste unten sehr dick und werden nachher ganz fein. Jetzt schaue ich, dass die anderen Bäume noch Platz haben und mogle ein bisschen, damit sie groß genug werden. Ich nehme den nächsten Baum da. Und dann hat die Birke da noch Platz. Bei diesem alten Apfelbaum schaue ich wieder mit zugekneiften Augen, wie die grobe Form ist. Er ist ähnlich groß wie diese wahrscheinlich Linde. Und er hat hier so einen weiten Bereich und hier ist ein Bereich und hier geht es so schräg hinauf mit einem Schwerpunkt links. Das ist so die grobe Form, grob entworfen. Dann der Stamm und die Äste verlaufen sehr verknorzt und recht durcheinander. Und hier ist ein ausgeprägter Ast, da folge ich genau der Linie und da, wo es dünner wird, mache ich die Linie dünner. Hier ist noch so ein ausgeprägter Ast, den ich genau zeichne. Hier noch dicker. Hier geht es noch sehr dick weiter. Bis da und dann nach links. Das sind so die ganz groben Stämme und Äste, die ich da sehe. Und jetzt mit der dünnen Seite von der Feder kann ich da noch. Nur da, wo es wirklich dicht ist, die Äste, die ich sehe, ergänzen. Also ich zeichne wieder nicht jeden, aber jeden, den ich zeichne, habe ich da auch gesehen. Und ich schaue, dass ich mich da ungefähr an die entworfene Umrisslinie halte, weil das ist auch das, was wir von weitem sehen. Hier ist ein ziemliches Durcheinander von Ästen. Hier kann ich auch einfach zum Baum schauen und quasi blind auf dem Papier zeichnen, solange ich innerhalb von diesem Bereich bleibe. Hier passe ich auf, dass ich das leer lasse. Hier ist nämlich fast nichts dazwischen. Und das ist typisch für den Baum. Hier ist auch fast nichts.
Ich mogle da noch ein bisschen, damit ich diese Renderentwürfe verwenden kann. Aber hier drin sind die dicken Äste und sonst eben leer, durchsichtig. Ich mache den da noch ein bisschen dicker, so. Da gleiche ich noch ein bisschen aus. Hier der Wegweiser hinten dran ist noch cool. Das gehört jetzt nicht zum Baum, aber zur Umgebung, und der Gartenzaun mit dem Haus, das kann ich so vielleicht als Umriss andeuten. Genau, und dann gehe ich da noch zur Birke. Bei der Birke fällt mir diese S-förmige Linie auf und die hängenden Äste. Also ich folge mal dieser Bewegung. Die Birke ist auch deutlich höher. Sie ist so hoch gewachsen wie die Oberkanten von den anderen Bäumen. Also die kann ich gut so hoch zeichnen. Unten ist sie auch recht massiv und gegen oben wird sie ganz filigran. Hier gehen auch ein paar lange gerade Äste weg. Also diese Äste verzweigen sich kaum, aber sie zweigen die meisten vom Stamm ab. Und mir fällt auf, dass es wie eine Stammdicke gibt, die gegen oben dünner wird. Die Äste, die sehen alle etwa gleich dick aus, und diese ganz feinen Teile, die da hängen, das ist noch eine Dicke von Ästen, also wie 3 Kategorien hier. Und diese Bewegung hinunter da versuche ich mal einfach so zu zeichnen. Da noch eine Bewegung. Ich mache da doch noch ein bisschen Umriss. Einfach so dieses Typische von der Birke. Da in der Mitte sieht man wieder fast keine Äste, ein bisschen da, aber auch deutliche leere Bereiche. Die lasse ich leer. Aus meiner Distanz ist der Stamm jetzt einfach dunkel. Je nach Belichtung hat die Birke ja auch einen interessanten, weiß gemusterten Stamm. Da sehe ich keine hängende Äste, aber hier hängt noch mehr. Hier ist noch ein langes, gerade aufsteigendes Stück. So. Genau, 3 ganz verschiedene Bäume. Mal schauen, was passiert, wenn ich da noch die Straße mache. Fußgänger mit Hund. Da ist ein Strauch. Hier achte ich wieder darauf, wo er dicht ist und
wo er aufhört. Bei den Sträuchen da rechts sieht man vor allem den unteren dichten Bereich und der Rest löst sich so auf in der Wiese. Jetzt, wo ich das habe, muss ich fast noch den Horizont hier zeichnen. Das ist der Waldrand nämlich, wo man da durchsieht. Und hier sind vor allem Tannen. Ich probiere das da mal als Umriss. Hier ist ein unterer Tannenbereich und das hört dann hier auf und hier sind noch ein paar einzelne Tannen, die da drüber hinausschauen. Und jetzt habe ich wahrscheinlich eher zu viel gemalt. Hier kommt die Wiese noch hinunter. Weil ich jetzt das gemacht habe und es ist dunkel, muss ich vielleicht noch mit dunkler Farbe darüber. Das hatte ich jetzt nicht vor, aber irgendwie stimmt es so nicht. Mal schauen, was passiert. Wenn ich hier dieses Waldstück dunkel mache. Da gibt es durchsichtige Bereiche und helle Bereiche, die sich da abheben. Hier gibt es auch helle Bereiche. Ich habe das mit wasserlöslicher Tinte gezeichnet. Deshalb muss ich aufpassen, wie sich die Bäume auflösen. Also die Linien. Die Birke hebt sich nämlich auch hell ab und hat da dunkle Bereiche dazwischen. Hier ist hell, da ist dunkel, wo sie durchsichtig ist. Da ist ein bisschen dunkel bei den Stämmen. Das Hausdach ist dunkel und im Schatten. Und ich hätte bei den Bäumen bleiben sollen. Jetzt braucht es hier noch ein bisschen Boden und zum Glück ist es hier schon schattig. Dann kann ich diesen Schatten hier malen und das beerdet die ganze Skizze. So. Eigentlich ging es um diese Bäume und ich höre jetzt auf, weil ich könnte jetzt noch den Himmel blau machen und das Gras grün, aber ich lasse es jetzt. Ich schreibe noch das Datum und den Ort.
Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich über ein Abo, Daumen hoch, wenn du es teilst. Und hier findest du mehr Tutorials über Urban Sketching. Hier findest du mehr Videos, wo du mir beim Zeichnen zuschauen kannst und das könnte dich auch noch interessieren.